Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Ergebnisse des Maskentests von Pintus sind zurück. Und ich bin ganz ehrlich, die Ergebnisse haben mich komplett überrascht. Gestern in meinem Video habe ich noch gesagt, und wenn man El Chiringuito glauben möchte, naja, wie gesagt, an sich haben die gute Quellen. Ja, wenn man El Chiringuito glauben möchte, also als Fakt habe ich es gestern mit Sicherheit nicht dargestellt, weil, ja, Chiringuito, ich habe euch oftmals gesagt, die haben hier und da gute Quellen, aber oftmals wollen sie auch einfach nur die Ersten sein, die irgendetwas schreiben. Ja, so viel kann ich verraten. Fran Garcia und Fede Valverde waren beide nicht der fitteste Spieler von Real Madrid. Nein, der fitteste Spieler von Real Madrid ist Arda Güler. What? Das habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, was da los ist. Darüber reden wir in meinem Video. Aber ansonsten, wenn ich auf meinen Skript schaue für das heutige Video, würde ich euch vorschlagen, lehnt euch zurück, nehmt euch einen Kaffee, einen Tee, holt euch Chips oder Popcorn. Heute unterhalten wir uns über Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Endrick, Vinny, Rodrigo, Trent Alexander-Arnold. Also wie ihr hört, an fußballerischer Qualität wird es in diesem Video nicht fehlen. Ja, starten wir dieses Video erst einmal mit einer Legende und einer kleinen Klarstellung. Ich wurde gestern verlinkt und es geht durch die Social Media, dass Real Madrid Cristiano Ronaldo nicht zum Geburtstag gratuliert hätte. Es gibt Fotos etc. So etwas bringt Klicks. Und ihr wisst, ich kritisiere Real Madrid zurzeit sehr häufig, weil der Verein zurzeit auch sehr viel falsch macht, das muss ich sagen. Aber da muss ich ausnahmsweise Real Madrid mal in Schutz nehmen. Ja, sie haben ihn jetzt auf Instagram und auf Twitter etc. nicht gratuliert, aber Real Madrid hat auf ihrem offiziellen YouTube-Video zum Geburtstag von Cristiano Ronaldo all seine Tore für Real Madrid gepostet. Also das nenne ich schon mal eine Hommage. Da muss ich Real Madrid in Schutz nehmen. Man kann ja nicht immer auf jeder Social-Media-Seite alles machen. Ich finde, mit so einem YouTube-Video hat Real Madrid sich anständig gratuliert. Ja, wenn ihr anderer Meinung seid, wie gesagt, könnt ihr das auch gerne schreiben. Ja, und kommen wir von Cristiano Ronaldo zu seinem Nachfolger, wenn man das so sagen möchte, Kylian Mbappé. Naja, zumindest von der Anzahl der Toren tritt er ein bisschen in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo. Aber ganz viele andere Aspekte, ich glaube, da kommt keiner in die Nähe von Cristiano Ronaldo, auch kein Kylian Mbappé. Trotzdem ist es Zeit, dem Franzosen wieder einmal zu gratulieren. Ich hatte euch vorgestern gezeigt, das waren die Kandidaten für den Spieler des Monats Januar. Und Kylian Mbappé ist es wieder einmal geworden. Ich glaube, inzwischen ist Kylian Mbappé zum 3. oder 4. Mal Spieler des Monats in dieser Saison. Die einzigen Spieler außer Kylian Mbappé, die das geschafft haben bei Real Madrid in dieser Saison, sind einmal Thibaut Courtois und einmal Arda Güler. Ansonsten immer der Franzose. Herzlichen Glückwunsch, Spieler des Monats, Kylian Mbappé. Ja, wer in Frankreich wohl Spieler des Monats werden wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Junge aus Brasilien, ist eine Naturgewalt aus Brasilien. Ich habe euch gestern noch sein Tor gezeigt. Ich habe es mir bestimmt seitdem 20, 30, noch öfter angeschaut. Und dieses Tor zeigt so viel über den Fußballer Endrick. Ja, dieses Kraftpaket, dieser Abschluss. Ich habe gestern gesagt, als wenn der Ball seine Familie beleidigt hätte, als wenn er noch was Schlimmeres gemacht hätte. Was für eine Gewalt er in diesen Schuss setzt, der geht unter die Latte rein. Das zeugt von einem Selbstvertrauen des Brasilianers. Auch wie er vorher den Ball mit der Pike durch die Beine des Verteidigers spitzelt. Ja, das ist brasilianisch, das ist Technik, das muss man fühlen. Ja, und der Brasilianer, der überzeugt in Lyon alle von sich. In Madrid schaut man mit großen Augen nach Lyon und denkt sich wahrscheinlich, was haben wir getan? Ja, und es gibt gute Nachrichten für den Brasilianer, die mich persönlich riesig freuen. Als er nach Lyon gewechselt ist, hatte ich euch gesagt, dieser Junge hat jetzt 6 Monate etwas zu schaffen, was sehr, sehr schwer ist. Ein Trainer, der nicht an dich glaubt,
doch von dir zu überzeugen. Ja, denn wir alle wissen, ein Carlo Ancelotti hat nicht viel von einem Endrick gehalten und das, obwohl der ihn jeden Tag auf dem Trainingsplatz gesehen hat. Wie soll ein Endrick ihn dann überzeugen, wenn Brasilien nur alle 2-3 Monate mal Fußball spielt? Ja, und mit seiner überragenden Leistungen in Frankreich für Lyon hat der Junge das Unmögliche nicht in 6 Monaten, sondern in 3 Wochen geschafft. Hören wir uns die Info zusammen einmal an. Endricks starke Form wird belohnt. Brasiliens Trainerstab plant, ihn nach einem Jahr wieder in die Nationalmannschaft zu berufen für die beiden Spiele im März gegen Frankreich und Modrics Kroatien. Ja, das war José Luis Sánchez. Endrick hat so auf sich aufmerksam gemacht, dass sogar ein Ancelotti ihn nominieren möchte im März für die brasilianische Nationalmannschaft. Eine Riesenfreude für mich. Dieser Junge hat all das Glück, fußballerisch, privat, sowieso auf dieser Welt verdient. So ein sympathischer Kerl. Ja, ich drücke ihm die Daumen. Er soll mit Lyon weiter so spielen. Er soll mit Brasilien in der WM überragend spielen und dann zurück nach Madrid und sich das holen, was ihm zusteht, nämlich einen Stammplatz bei Real Madrid. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, bleiben wir bei den Brasilianern und bei Real Madrid. Ja, bei einer Nachricht, die nicht so schön ist wie die von Endrick. Naja, auf der anderen Seite gab es zumindest teilweise Gerechtigkeit. Ich hatte euch berichtet, dass im Pokalspiel in Albacete Vini Junior mit einer Bananenschale beworfen worden ist. Und man kann von Vini Junior halten, was man will. Man kann ihn nicht mögen. Man kann ihn von mir aus auch fußballerisch hassen oder was auch immer. Den Menschen hassen ist schwer, weil den echten Menschen, Vini kennen wir nicht. Wir kennen nur den Fußballer und den kann man von mir aus hassen oder nicht einverstanden sein mit seiner Attitüde in der Kabine. Er ist einer der Hauptgründe dafür, dass es Real Madrid so schlecht geht, wie es denen geht. Ja, aber trotzdem gibt es Grenzen der Menschlichkeit, die nicht überschritten werden dürfen. Es gibt Grenzen des Anstands, der Erziehung, des Miteinanderlebens. Und man muss zugeben, Vini Junior, ja, hat sehr harte Zeiten erlebt als schwarzer Mensch in Spanien. Und die Spanier, ja, die lernen nicht draus. Es tut mir leid, ich werde bei diesem Thema immer emotional. Es wühlt mich auf. Viele von euch haben mir in den Kommentaren selber berichtet, dass sie Opfer von Rassismus geworden sind. Sowas tut mir weh. Ja, es hat in der Gesellschaft nichts zu suchen. Aber Albacete hat denjenigen, der diese Banane geworfen hat, überführt. Ein Zweitligaverein hat bessere Kameras als der FC Barcelona und Atletico Madrid. Denn im Camp Nou wurden die Täter immer noch nicht gefunden. Im Wanda Metropolitano wurden die Täter immer noch nicht gefunden. Naja, zumindest nicht alle. Ja, ein Zweitligist sorgt für Gerechtigkeit. Die haben diesen Mann der Justiz übergeben und es gibt in Spanien ist Rassismus Gott sei Dank eine Straftat und es gab ein Urteil. Derjenige ist verurteilt worden zu 12 Monaten Stadionverbot. Ist mir viel zu wenig. Vor allem, weiß Gott, ob der Typ überhaupt regelmäßig ins Stadion geht, ob es ihm überhaupt wehtut. Weil es gibt ja Leute, die gehen einmal im Jahr ins Stadion oder seltener, wenn Real Madrid mal nach Albacete kommt. Also, naja, wie dem auch sei. Die zweite Strafe finde ich schon deutlich besser, nämlich 5.000 € Strafe. Und wenn es jetzt nicht irgendeinen Multimillionär erwischt hat, sondern ein Otto-Normalverbraucher wie uns, ja, überlegt ihr euch alle mal, ob euch 5.000 € wehtun würden oder nicht. Mir würden sie sehr wehtun. Naja, 5.000 € Strafe, es erwischt denjenigen da, wo es am meisten wehtut, im Portemonnaie. Finde ich gut und deshalb ist es mir auch wichtig, diese Information mit euch zu teilen. Es wäre auch schön, wenn ihr diese Information weiterteilt. Teilt das Video, liked es, kommentiert es. Es soll sehr viele Views bekommen, nicht nur aus persönlichen Zielen, sondern ich finde es gut, dass die Gesellschaft mal erfährt, du kannst dir so etwas nicht erlauben. Das kann am Ende auch im Portemonnaie wehtun. Aber, naja, ich finde, wer überhaupt mit solchen Gedanken spielt, da ist in der Erziehung deutlich etwas falsch gelaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Information wollte ich mit euch teilen und ich werde auch dafür sorgen, dass sie in anderen Social-Media-Kanälen weiter verbreitet wird. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Brasilianer. Heute ist ein sehr brasilianisch angehauchtes Video. Kommen wir zu Rodrigo. Und auch da war ich sehr überrascht, denn gestern hat die UEFA die Strafe von Rodrigo festgelegt oder veröffentlicht, besser gesagt.
Und ich habe bis gestern Mittag ganz ehrlich gedacht, Rodrigo hätte sich 2 gelbe Karten in einer Minute abgeholt wegen Meckerns in Benfica und er hätte eine gelb-rote Karte, fehlt also ein Spiel. Aber nein, Rodrigo hat eine direkte rote Karte bekommen, anscheinend wegen Beleidigung oder was auch immer. Ja, und die UEFA hat die Sperre veröffentlicht. Der Brasilianer wird zu 2 Spiele Sperre in der Champions League verurteilt. Er fehlt also in beiden Qualifikationsspielen gegen Benfica Lissabon. Ob ich das gut oder schlecht finde, das kann jeder für sich selber beurteilen. Tatsache ist, Rodrigo fehlt in beiden Spielen gegen Benfica Lissabon. Ja, das waren jetzt eine Menge an Informationen. Jetzt würde ich vorschlagen, wir relaxen, lehnen uns ein bisschen zurück und schauen gemeinsam das Training gestern von Real Madrid. Ja, und ich muss zugeben, ich war nicht ganz uneigennützig, als ich euch dieses Training gezeigt habe. Ich wollte euch nämlich zeigen, ein Trent Alexander-Arnold und ein Ferland, die sind zurück, haben das komplette Teamtraining abgeschlossen und sollten gegen Valencia wieder im Kader stehen. Für mich sind das sehr gute Nachrichten. In Arbeloa geht so etwas immer sehr vorsichtig an. Naja, aber es müssen auch gute Nachrichten für Real Madrid her. Wir dürfen nicht vergessen, ein Jude Bellingham fehlt jetzt 4 Wochen, wenn nicht noch länger. Und wir brauchen im Mittelfeld dringend einen Spieler. Die 2 Möglichkeiten, die ich am naheliegendsten sehe, ist entweder ein Carreras geht wieder auf die linke Verteidiger und ein Camavinga geht ins Mittelfeld oder ein Trent geht auf die rechte Verteidigerposition und ein Fede Valverde geht ins Mittelfeld. Bin ich gespannt, welche von den beiden Lösungen euch am besten gefällt, aber ich glaube, wir sind uns einig, das sind die naheliegendsten Lösungen. Ja, und jetzt kommen wir zu guter Letzt zum Hauptthema dieses Videos. Ja, ich hatte gestern, wie gesagt, euch gesagt, wenn man El Chiringuito glauben möchte, bei Chiringuito, wenn ich Informationen von denen gebe, habe ich immer so ein laues Bauchgefühl, deshalb formuliere ich auch immer etwas vorsichtig. Aber wenn ich entscheiden muss zwischen El Chiringuito und der Quelle Mario Cortegana und Marca und noch etliche andere Informationsquellen, dann weiß ich, auf welcher Seite ich bin. Natürlich auf der von den Journalisten, die an sich sehr, sehr nah dran sind an Real Madrid und gute Informationen liefern. Ja, und der Marca hat da nicht nur einen Artikel zugeschrieben, da lesen wir uns gleich einen Teil von durch, sondern auch ein Video dazu gemacht. Schauen wir uns das zusammen einmal an. Die Spieler von Real Madrid absolvieren den Fitnesstest von Pintus. Und aufgepasst, wir wissen schon, wer am besten abgeschnitten hat und es gibt Überraschungen. Da unter der Woche keine Spiele anstanden, trat der starke Mann der Fitnessvorbereitung wieder auf den Plan, Antonio Pintus, der Sergeant mit der berühmtesten Methode der Fußballwelt. Das Auffälligste? Diese riesigen Masken, die wie aus einem Science-Fiction-Film wirken, was sind sie? Warum tragen Sie sie? Sie dienen dazu, die Atemkapazität, den Sauerstoffverbrauch sowie die aeroben und anaeroben Schwellen jedes Spielers zu messen. So erhält Pintus präzise Daten, um zu wissen, wie weit er jeden Einzelnen fordern kann.
Die Einheit umfasste eine Reihe intensiver Tests, bei denen die Spieler mit diesen Stoffwechselmasken arbeiteten und bei denen klar wurde, wer die fittesten Fußballer im Kader sind. Unter den Besten gibt es 2 Überraschungen. Fran Garcia, der kurz davor stand, den Verein in diesem Transferfenster zu verlassen, und David Alaba, dem die fehlende Spielpraxis durch Verletzungen nichts auszumachen scheint. Der Fall von Fede Valverde erregt nicht so viel Aufmerksamkeit. Wieder einmal bestätigt er seine körperliche Zuverlässigkeit, aber keiner von ihnen kommt an Arda Güler heran, der die besten Werte der Gruppe erzielt hat, obwohl er eigentlich nicht zu den stärksten im Team zählt. Ja, in der Champions League ist er neben Tchouaméni und Bellingham der Realspieler, der in den Partien am meisten läuft, mit durchschnittlich 10 Kilometern pro 90 Minuten und insgesamt 55,6 Kilometern in den 556 gespielten Minuten. Aber das haben wir ehrlich gesagt nicht erwartet. Der Türke wird den Anforderungen auch in diesem Bereich gerecht und hat mit einem Schlag den Mythos beendet, dass seine Physis nicht ausreicht, um im Mittelfeld von Real Madrid zu spielen. Dieser Junge kann nicht aufhören, mich zu überraschen. Wir alle wussten, Arda Güler ist ein unglaublicher Techniker. Er hat eine unglaubliche Ballkontrolle. Sein Pass, es ist ein Kunstwerk. Der hat ein unglaubliches Timing, ein Gefühl, vor allem eine Connection mit Kylian Mbappé. Ja, und er kann auch von hinten den Spielaufbau. Ja, aber jetzt ist er auch noch ein Fitnessmonster. Was? Ich meine, ich habe euch immer wieder gesagt, dieser Junge versucht immer genau das zu machen, was der Trainer von ihm will. Und als ein Xabi Alonso ihm gesagt hatte, ich möchte von dir ein offensives, aggressives Pressing bei der Club-WM und in den ersten Spielen in La Liga, hat er jede dieser Statistiken angeführt. Ich habe euch das in meinen Videos gezeigt. Ja, Erfolg ist kein Zufall. Der Junge arbeitet Tag für Tag hart an sich. Und während andere diese 2 oder 3 Tage frei fast ausgenutzt haben, um in Paris mit Kim Kardashian Fotos zu machen, oder andere waren in der Schweiz etc., war dieser Junge wieder einmal im Gym. Ja, und dieser Junge, ich kann es nicht anders formulieren, und das macht mich sehr stolz auf diesen Jungen, ist ein verdammter Dickkopf. Er hat es sich in den Kopf gesetzt, ich möchte mich bei Real Madrid durchsetzen. Es ist mir egal, wer da auf der Trainerbank sitzt. Ob der Carlo Ancelotti heißt, Xabi Alonso oder Álvaro Arbeloa. Es ist mir egal, ob wir 2 Tage frei haben und ich das Geld hätte, meine Familie nach Dubai einzuladen und wir verbringen da in einem 12-Sterne-Hotel unglaubliche Zeit. Ich arbeite zu Hause in meinem Gym. Ich ernähre mich gesund. Ich höre nicht auf, bis ich es geschafft habe. Ja, und das zeigt sich jetzt in den Zahlen, Daten und Fakten wieder. Und wie gesagt, El Marca hat dazu einen großen Artikel geschrieben. Ihr könnt euch den natürlich gerne komplett durchlesen. Aber einen Abschnitt, der mich komplett vom Hocker gehauen hat, den wollte ich mit euch einmal schnell durchgehen. Die Daten zeigen außerdem, dass Güler in der zweiten Halbzeit nicht nachlässt und in den 5 europäischen Top-Ligen zu den Spielern mit der höchsten Wiederholrate zählt. Gemessen an der Anzahl maximaler Beschleunigungen absolviert Güler in der zweiten Halbzeit 8% mehr Sprints. Darüber hinaus legt er in Sprints in der zweiten Halbzeit 6% mehr Distanz zurück als in der ersten, entgegen dem typischen Leistungsabfall aufgrund von Ermüdung. Also, während jeder Fußballer logischerweise in der zweiten Halbzeit immer müder wird, wird der Junge immer fitter. Wie kann das sein? Lesen wir mal weiter. Während die meisten Spieler in diesem Bereich einen Rückgang von 10 bis 30% verzeichnen, zeugen seine Daten von einer hervorragenden Regenerationsfähigkeit und anhaltender Explosivität, entscheidend für einen kreativen Mittelfeldspieler, der im Angriff wiederholte Sprints benötigt. Güler hält also nicht nur seine Intensität aufrecht, sondern steigert sich in der zweiten Halbzeit sogar noch, was auf ein exzellentes Kräftemanagement schließen lässt. Es ist unglaublich. Kein Wunder, dass der sauer ist, während der ausgewechselt wird. Also, du hast einen Spieler, der in der zweiten Halbzeit sich immer noch steigert, dann, wenn es drauf ankommt, und körperliche Fitness ist für den Fußballer essentiell. Nur wenn du im Körper fit bist, bist du auch im Geist fit. Nur dann triffst du die richtigen Entscheidungen. Nur dann kannst du deinen besten Fußball spielen, wenn du natürlich auch körperlich und dadurch mental fit bist.
Ja, und während andere Fußballer sich über den Platz quälen und in den zweiten Halbzeiten nicht mehr zurücklaufen, nur noch auf den Ball warten, etc., hast du da einen Jungen, der nach vorne und nach hinten ackert, der das macht, was der Trainer von dir möchte, der die meisten Kilometer, wir haben es eben gehört, macht. Und trotzdem ist der Erste, der ausgewechselt wird. Naja, im Vorstand von Real Madrid redet man oftmals nicht über das Real Madrid von Arbeloa, sondern über das Real Madrid von Arbeloa und Pintos. Der Vorstand gibt sehr viel Wert auf die Arbeit von einem Pintos. Ein Arbeloa hat oftmals gesagt, dass er sehr viel Wert auf die Arbeit des Italieners legt. Und ich kann einfach nur hoffen, dass ein Pintos mit diesen Ergebnissen zum Arbeloa geht, auf den Schreibtisch knallt und ihm zeigt, guck mal, wer da ganz oben steht. Wag es dich nicht auch einmal, diesen Jungen rauszuholen. Das Beste für Real Madrid ist, wenn er so lange wie möglich spielt, so oft wie möglich den Ball hat. Der macht jeden um sich herum besser. Und wen willst du in der 80. Minute haben? Frage ich ganz ehrlich. Willst du ein Spieler, der wie jeder andere 10 bis 30% schlechter ist als in der ersten Halbzeit? Oder willst du einen Spieler, der sich in der zweiten Halbzeit noch steigert? Also meine Entscheidung liegt fest. Ja, wie gesagt, für mich komplett überraschende Daten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst eure Meinung dazu, aber auch zum gesamten Video bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, wir sind knapp vor den 23.000, sehr knapp. Die sollten also heute geknackt werden. Wäre schön, wenn du mich dabei unterstützt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!